Das heißt, ich habe Liebe Hobby Racer. und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Freunde, hier aus dem schönen Kroatien. Wir sind im Automotodrom Grobnik mit Speer Racing, 4 Tage Open Pit Lane Event. Mann, habe ich Bock. Sehr, sehr geil. Und sind jetzt am Tag 1 in der Mittagspause, haben also schon die Hälfte gefahren. Ich habe den Bridgestone-Reifen immer noch drauf, den ich in Most drauf gemacht habe, der auch zwischenzeitlich in Hockenheim noch drin war. Und jetzt hat er den Vormittag gefahren, das heißt, der ist glatze. Da ist nichts mehr drauf, kein Gummi, aber zum Einrollen war der super. Und ich habe jetzt als erste Zeit schon mal meine 1,36 aus Oktober letzten Jahr bestätigt. Das heißt, die ist wieder drin. Und Ziel ist es, hier über die 4 Tage erstmal nicht zu stürzen, weiter an meinen Punkten zu arbeiten, wie Sitzposition, Körperhaltung und ähnliches, schön reinlaufen lassen und am Ende vielleicht eine neue Bestzeit zu setzen. Außerdem ist dann morgen das Endurance-Rennen, das heißt 300 Meilen Rijeka, und da fahre ich mit dem Kim und eventuell auch mit dem Paul zusammen. Die Leute lieben dich, Paul. Danke. Ich liebe die Leute auch. Das ist super. Das heißt, dass wir entweder Zweier- oder Dreiergruppe machen werden. Und dann schauen wir mal, was da am Ende bei rumkommt. Am letzten Tag ist dann nochmal das Sprintrennen. Fahren wir natürlich auch mit. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Punkt 1 ist aber, Maschine heil lassen, Körper heil lassen, nicht stürzen und vor allem Spaß haben. Nebelmaschine läuft auf. In dem Sinn, genießen wir jetzt mal die Mittagspause, fressen uns unseren Banz nochmal richtig schön voll. Ja, und dann geht es danach nochmal eine Runde auf die Strecke. Strecke einwandfrei. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der noch nie hier in Kroatien war. Kommt auf jeden Fall hierher. Die Anfahrt von 11 Stunden, die lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr ein mehrtägiges Event bucht, wie zum Beispiel das hier jetzt. Die Strecke, diese Asphaltschlange, die sie hier irgendwo ins Nirgendwo reingeballert haben, macht so viel Spaß zu fahren, ist richtig schön flüssig und flowig zu fahren. Und ja, wenn ihr das erste Mal hier seid, dann denkt dran, hier oben verlinke ich es euch nochmal, auch das Ideallinie-Video von mir aus Rijeka anzugucken. Wird euch wahrscheinlich weiterhelfen, wenn ihr vorher noch nie hier wart. Einfach weil es hier wenig Orientierungspunkte gibt. Deswegen checkt's mal ab. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich später nochmal.
Und damit sind wir schon bei Tag 3 angekommen. Ja, ich habe Tag 2 jetzt nicht wirklich viel gefilmt, weil extrem viel passiert ist. Seit Ende Tag 1 hat sich einiges ergeben. An der Situation hat sich ein bisschen was geändert hier in Reka. Und zwar hat sich am Ende von Tag 1 oder Mitte Tag 1, wie es halt so sein muss, leider der Kim hingeschmissen. Das heißt, er hat seine GSX-R, die wir jetzt gerade erst frisch wieder aufgebaut hatten, die jetzt gerade fertig war, fertig lackiert war, die Verkleidung repariert war, alles pipapo. Ja, er hat sich weggeschmissen. In der, ich glaube offiziell ist es Kurve 3, also nach Startziel, die erste richtige Rechtskurve. Da hat er das Vorderrad verloren und ist mal geschmeidige, ja, Meter, nennen wir es mal, geflogen von der Streckenmitte bis quer über den kompletten Rasen in die Leitplanke rein. Das heißt, die Maschine war wieder schief und ihm geht's glücklicherweise weitestgehend gut. Am Daumen ein bisschen verletzt, Nagel abgerissen und so. Aber ja, damit war dann erstmal gestern der Tag 2 für ihn komplett gegessen. Und wir haben versucht, die Maschine so weit wieder herzurichten und zu flicken, dass er jetzt heute wieder fahren kann. Ich glaube, da fehlt was. Was? Gehört da was hin? Wieder Gewicht gespart. Wir haben soweit alles an Ersatzteilen zusammengekriegt. Maschine steht wieder gut da. Ihr seht ein paar Bilder eingeblendet, dass sie jetzt wieder fahrbar ist. Und er fährt auch heute gleich das erste Mal wieder raus damit. Erstmal kopffrei fahren, gucken, dass der Körper mitmacht und das alles an der Maschine hält. Ja, dann war noch Tag 2 das Endurance-Rennen angestanden. Und dafür waren wir morgens das Qualifying gefahren. Ich bin dann aufgrund vom Ausfall von Kim zusammen mit Paul alleine gefahren. Und beim ersten Qualifying hat es leider geregnet, das heißt, das haben wir ausfallen lassen. Und dann bin ich alleine das zweite Qualifying gefahren, habe eine 1,35 irgendwas gesetzt und damit den Startplatz 4 für uns gesichert. Dann ging's raus, Rennen. Endurance-Rennen immer mega geil, finde ich, ist mein persönliches Highlight, macht mehr Spaß wie diese Sprintrennen, weil es einfach auf die Teamleistung ankommt, weil wir Transponderwechsel machen müssen, weil wir uns eine Strategie überlegen müssen und so weiter. Macht einfach mega Spaß. Und ja, dann bin ich auf Startplatz 4 ins Rennen gestartet, super weggekommen, fliegender Start und konnte auch meinen Platz soweit erstmal halten und bin die erste halbe Stunde komplett durchgefahren. Dann Fahrerwechsel. Der Paul fährt relativ konstante 39 bis 40er Zeiten und hat die auch bestimmt 30, 35 Minuten lang durchgezogen. Super Leistung, wirklich, muss man sagen, einwandfrei. Danach nochmal Fahrerwechsel gewesen, dann auf mich. Ich bin konstante 35, 36er Zeiten gefahren und wir sind einwandfrei damit durchgekommen. Am Ende dann der Paul nochmal den letzten Stint gefahren, das heißt, wir hatten 3 Wechsel. Er ist dann den Zieleinlauf gefahren. Hast du gut gemacht, Paul. Ja, und dann hat das ganze Geschehen gereicht, für einen stabilen 4. Platz nach Hause zu fahren. Mit der gleichen Rundenanzahl wie der 3. und der 2. Platz. Also wir haben alle 68 Runden gehabt und es war dann entsprechend sehr, sehr knapp gewesen, ob man jetzt 2., 3. oder 4. wird. Aber für uns war es der 4. Platz, absolut okay, wir sind voll zufrieden damit. Scheiße, ich bin alt, ich hab die Teile verwechselt. Also, Aufschlag, Nummer 4, der Stand Nummer 22, die Nasenbohrer, Daniel Grabsch und Paul Salmen. Mein Pferd. Meine Brille ist auf. Meine Brille ist. Hat mega Spaß gemacht, war ultra anstrengend, aber immer wieder gern. Mega, mega, mega geil. Ansonsten war dann der 2. Tag soweit relativ entspannt und stressfrei vorbei. Wir haben abends nochmal einen Trackwalk gemacht und heute geht's in den 3. Tag, der einfach nur freies Fahren hat. Das heißt, heute steht kein besonderes Event an. Wir fahren einfach nur, machen ein paar schöne Fahraufnahmen, damit ihr ein paar schöne Aufnahmen im Hintergrund seht. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare unten schreiben, was ihr gerne mehr in den Videos sehen wollt, ob das mehr Onboard
mehr allgemeine Fahraufnahmen sein sollen. Mehr Eventberichte, Gelabers von meiner Seite aus, was alles so passiert, was alles vor Ort so los ist. Als Kameramann brauchbar. Ja, der ist Muff einfach. Was der filmt, das braucht kein Mensch. Ich kann es auch einfach lassen. Lasst es mich gerne wissen, damit ich mich ein bisschen orientieren kann für die zukünftigen Videos. Haut es einfach unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, wir fahren jetzt noch eine Runde, genießen den 3. Tag und morgen, Tag 4, steht dann das finale Sprintrennen an. Dafür wird es wahrscheinlich ein extra Video geben. In dem Sinn, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Freut euch auf das nächste Video. Vergesst nicht, Kanal abonnieren, liken, kommentieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Will keiner sehen. So ein richtig roter Kopf hat er. Ja. Der krampft. Axel ist nicht gut drauf. Er hat zu wenig Platz. Axel schafft das erste Mal seit einem halben Jahr wieder aus. Ah, hier. Zum Glück ist das Kim sein Reifen. Du kannst auch einfach losfahren, ja? Siehst du, wie die anderen dir alle helfen? Und Felge verkratzt. Ja. Gott, ist die Felge verkratzt jetzt. Scheiße. Aber wir haben wieder vergessen. Deswegen ging es also schwer. iPhone. Ja. Ah, bitte. Der nächste Unfall. Wenn wir noch weiter wandern mit der Maschine, sind wir gleich vorne. Ich geh gleich auf die Straße. Ich habe mehr Platz. Jo, Projomat. Guck dir den Eishockey an. Ah, mein Fuß! Crocs und Asiletten im Fight. Warum geht er nicht auf das Eisbahn gefahren? Peter Wieder, der hat Freu dich doch mal. Einfach gewonnen. Zweiter Platz. geben aber ihren Platz. Das hat auch ein Applaus. Gewonnen. Gewonnen, 2. Platz. Einfach alles. Ja, guck, was für ein Guck mal, was für ein dicken Himmel. Ja, das ist es, mein Herr. Das ist jetzt das Vollbeispiel. Oh Mann, ey. Kannst du das mal versuchen? Es ist alles hier oben an. Zieh noch mal raus einfach. Alle Schrauben sind los. Es ist alles ab. Raus, Aber der ist steckt nichts für eins. die Ewigkeit da drin. Guck mal, wie das ganze Ding hier am Blöde. Gib mir mal lieber einen Dreier im Bus, damit ich diesen Scheiß wieder festmache. Es ist alles lose. Alles. Es ist aus jeder Verankerung gerissen. Lass es. Keine Fotos heute. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Nee, das Axel hält. Gut gemacht. Was ist denn? Komm her! Komm! Was ist? Was ist? Sowas von nix. Hello. Auch guckst du selber wie so ein Mongo da unten.